Wir haben alles in der eigenen Hand, nicht mehr viele Spiele. Platz 3 gilt es jetzt irgendwie zu verteidigen. Ihr seht, Spieltag 32, danach haben wir noch 2 Spiele und dann wissen wir, ja, wofür es gereicht hat. Für diesen super Hammer-Endspurt in der Rückrunde. Also ich hätte, wie gesagt, damit überhaupt nicht gerechnet. Bei Saisonstart wäre ich froh gewesen, wenn wir wirklich die Klasse gehalten hätten, am Ende ganz knapp. Aber wir sehen das jetzt hier gerade nochmal, Düsseldorf hat ja schon gespielt, die haben wieder nicht gewonnen. Das heißt, wir könnten auf 5 Punkte weg. Das wäre dann theoretisch quasi schon der sichere 3. Platz. Und dann ist ja auch noch der HSV, der auch irgendwie so ein bisschen das Nervenflattern wieder bekommt. Ja, aber wir müssen jetzt erstmal unsere Hausaufgaben hier machen. Sieg in Paderborn. Da, wo viele Playstations verkauft werden für ein Ticket. Weil es gibt nur einen Verein. Die sind aber auch Sechster, das heißt, die wollen auch noch irgendwie oben angreifen. Also es wird ein richtig, richtig interessantes Spiel. Und ich hoffe am Ende mit einem Derby-Sieg für uns. Also es ist, glaube ich, ein Derby, ne? Münster und Paderborn sind jetzt nicht so weit auseinander. Aber wir gucken einfach mal, dass wir vielleicht ein frühes Führungstor erzielen. Und dann würde sich das Spiel ja in unsere Richtung hoffentlich lenken und drehen, je nachdem. Weiterhin vorne versuchen Pressing zu machen. Ich weiß gar nicht, Paderborn sieht so nach einem 4-3-3 aus. Oder ein 4-4-2, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist Sven Michel da, aber Ter Horst, wie schon die ganze Saison über, ist eine richtig gute rechte Seite hier. Und Krodowski, der jetzt leider nicht rankommt, aber Ter Horst. Also es geht hier um viel. Von daher werden wir eventuell nicht viele Chancen bekommen. Es wird so zwischen den Strafräumen stattfinden, aber irgendwann hoffe ich, dass wir dann doch die Führung erzielen. Weil, wie gesagt, die Chance, die wir jetzt hier haben, die müssen wir einfach nutzen. Die kommt so schnell nicht mehr wieder. Wir haben jetzt noch ein Spiel mehr. Also wir werden auf jeden Fall Dritter bleiben nach dem Spiel. Aber fragt sich halt, mit wie vielen Punkten Vorsprung. Fridjonsson kann daran bei Anfang was zu verändern. Erste Chance, aber weiter geht's. Rebound ist noch bei uns. Kirkeskov, Janda. Oh, ganz viel Platz. Krodowski legt ab. Oh, schlecht abgelegt. Halb hoch, Junge. Frühling auch wieder alleine gegen alle. Paderborn versucht hier zu grätschen. Ja, es ist ein 4-4-2, okay. Aber wir haben Platz. Krodowski, jawohl, einmal vorgelegt und rein damit! Mit Ansage! Genau 15 Minuten gespielt und die Führung. Durch Duell. Harald Gehstock, Krodowski. Hat aber auch zu viel Platz, ne? Da müssen wir auch drüber sprechen. Aber aus 25 Metern. Es passt einfach zurzeit alles zusammen. Unsere Tabellensituation, so wie wir spielen. Der Torjubel auch schon wie ein ganz großer. Und da macht er sein 6. Tor. Das hört sich echt wenig an, aber er hat halt, wenn dann überhaupt, ja, immer über die Flügel gespielt. Und war halt meistens nicht so im Rampenlicht. Aber wenn er jetzt gerade in den letzten Spielen nochmal so ins Rampenlicht reinkommt, ich habe nichts dagegen. Und am besten machen wir gleich so weiter. Janda, Fridjonsson. Oh, wir haben jetzt viel Platz. Paderborn lässt uns ganz schön viel Luft. Remberg. Hendricks wieder. Krodowski macht das noch einmal. Der will noch einmal. Oh, so doch nicht. Wo ist der Abschluss? Remberg. Da muss jetzt der Abschluss kommen. Abgeblockt. Aber wieder bei uns. Wir machen richtig viel Druck. Powerplay jetzt hier bei uns. Krodowski oben Ter Horst. Jawohl. Und jetzt Fridjonsson. Am 2. Pfosten. Nächste Chance. Also wir bestätigen das, was wir die letzten Spiele auch schon machen eigentlich. Wir stehen da oben und auch zurecht, so wie wir spielen, aber wir haben halt noch nichts erreicht. Fröhling, ja, Ballverlust, das darf natürlich nicht sein. Diese einfachen Ballverluste. Ja, und dafür, dass die Paderborner auch nochmal oben angreifen wollen, also höchstwahrscheinlich, 6. Platz ist es ja nicht so weit weg vom 3., machen sie bislang noch sehr wenig. Ich möchte es nicht beschreien. Es ist gut so, wie es jetzt gerade ist. Ich meine nur. Ich denke auch immer ein bisschen so mit, ne, an den Gegner. Aber vielleicht müsste ich weniger an den Gegner denken, sondern mehr an uns. Fröhling mit der nächsten Chance. Also wir haben hier Abschlüsse. En masse. Und es ist noch nicht mal eine halbe Stunde gespielt. Und das, was die Paderborner anbieten, ist momentan nicht so das Gelbe vom Ei. Würde ich gerade mal behaupten. Zack, nächster Zweikampf, den gewinnen wir jetzt leider nicht. Jetzt haben wir die rechte Seite ein bisschen auf. Jetzt kommt Michel. Ja, nee, da müssen wir hin mit Ter Horst. Achtung. Das ist sogar Abseits. Ja, perfekt. Automatische Abseitsfalle klappt auch. Hier sehen wir das nochmal.
Ja, wahrscheinlich die Stirnplatte oder so. Ja, die Kniescheibe. Die Kniescheibe war es wieder. Nun denn, aber das funktioniert heute merkwürdigerweise ganz gut. Wir haben ja auch schon Gegner gehabt, die haben 4-4-2 gespielt. Da haben wir uns hier einen Wolf gespielt. Ich glaube, die Hertha. Hat die Hertha nicht auch 4-4-2 gespielt? Da haben wir uns auf jeden Fall auch richtig, richtig schwer getan. Aber momentan, die lassen ganz schön große Lücken. Also die stehen richtig, richtig breit. Da haben wir im Prinzip auch gute Möglichkeiten, dann immer durchzuspielen. Ein sehr, sehr super Auftritt bislang. Sehr souverän. Hinten lassen wir überhaupt nichts zu. Ich glaube, Behrens musste noch nicht einmal irgendwie an Ball irgendwie rankommen. Muss ja auch nicht sein. Ich will jetzt ja nicht immer hier herbeirufen. Aber irgendwann müssen wir dann auch das zweite machen. Und Jan hat wieder viel Platz, um Gottes Willen, gegen Kind Zombie. Gegen Hofmeier, gegen alle! Und rein in den Winkel! Das ist ja fahrlässig, was Paderborn da macht. Ja, und wer hat wieder getroffen? Janda. Und wie hat er getroffen? Traumhaft. Also wenn er Tore schießt, dann wirklich nur solche Tore, die auch mindestens mal in den Winkel gehen. Ja gut, der war jetzt nicht ganz in den Winkel, sah von der Kameraperspektive so aus. Aber guck mal. Gegen 1, gegen 2. Da kommt niemand so recht hinterher. Niemand ist im Zweikampf drin und dann ist Janda da und macht das 2-0. Und statt jetzt haben wir 5 Punkte bei noch 2 Spielen. Das ist eigentlich schon der 3. Platz. Und vielleicht geht ja sogar noch mehr, wenn der HSV wirklich die letzten Spiele irgendwie verschläft. Wenn da die Nerven wieder durchgehen mit den Hamburgern, so wie es halt immer so war die letzten Jahre, dann können wir sogar noch direkt aufsteigen. Das wäre ja Wahnsinn. Und wir sind schon wieder vorne. Grudowski, habe ich eine andere Schwierigkeit hier eingestellt oder was? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Wir spielen einfach gut. Wir spielen einfach gut. Ich glaube, das ist die einzige Antwort auf die Frage. Nächster Eckball, nächstes Tor. 3-0. Was ist denn hier los? Und Partov, natürlich. Der darf auch mal wieder. Unfassbare erste Halbzeit. Mit einer der besten Halbzeiten, die wir bislang in unserer Karriere hatten. Aber der Gegner bietet es uns natürlich auch an. Ja, also normalerweise brennt ja immer die Heide für den Gegner. Jetzt brennt aber die Heide für den SC Paderborn. Hermann Löns, die Heide brennt hier. Aber nur für den SCP. Ja, ein typisches Tor von Partov auf jeden Fall. 3-0, das ist schon eine Hausnummer. Das ist schon eine Ansage, nicht nur an Paderborn, sondern auch an die anderen. An Düsseldorf, Schalke, Hertha, Nürnberg, dass die es wahrscheinlich nächste Saison wieder probieren müssen, weil wir Stand jetzt den 3. Platz behalten. Aber es sind noch 2 Spiele. Ich warte bis zum letzten Spieltag. Ich habe schon Meisterschaften hier verspielt. Kurz vor Schluss. Ich habe noch Spiele verloren in letzter Sekunde, wo ich nicht mehr damit gerechnet hätte. Also ich habe schon hier alles erlebt in der Karriere. Von daher warten wir nochmal ab. Aber 3-0, das Ding müssen wir jetzt nach Hause fahren. Das Ding müssen wir nach Hause fahren und wir haben Paderborn sowas von im Griff. Also 0 Schüsse, fast 60% Ballbesitz. Das ist schon ganz schön, ja, wie sagt man, dominant. Sehr, sehr dominant. Und wir machen so weiter. Wir müssen genau jetzt im Flow bleiben, den Schwung mitnehmen, gar nicht erst defensiv irgendwie versuchen, was ja, zu verändern oder uns hinten reinzustellen. Einfach im Flow bleiben, ein bisschen was fürs Torverhältnis tun. Das kann ja am Ende der Saison auch ausschlaggebend sein, aber das wundert mich, dass sie so dermaßen schwach spielen. Also ich meine, wie sind die denn Sechster geworden? Also bei manchen Teams, wenn ich dann gegen die spiele, frage ich mich, wie sind die da hingekommen? Ja, der HSV führt leider gegen die Hertha. Das wäre natürlich jetzt auch nochmal super, wenn die Hamburger parallel verlieren. Aber es scheint so, als ob die Platz 2 verteidigt bekommen, zunächst mal. Aber es sind ja noch 2 Spiele danach. Von daher die Hamburger. Und die nehmen sich auch noch gegenseitig die Punkte. Ich glaube, Hamburg spielt dann auch noch mal. Ich weiß jetzt nicht gegen wen, aber gegen irgendjemanden von den oberen 5 oder 6. Also haben wir da eventuell dann auch noch mal Glück. Und vielleicht profitieren wir ja davon. Wir spielen dann noch gegen Darmstadt. Und wer ist es noch? Magdeburg? Ich glaube, Heimspiel gegen Magdeburg und dann nochmal in Darmstadt oder auch zu Hause. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall nur noch 2 Spiele. Und dann war es das. Und es geht weiter wie in der ersten Halbzeit hier. Ganz locker, flockig, entspannt. Das müssen wir genießen. So oft werden wir das nicht haben. Oh, Fridtjof Zorn. Rein damit! 4-0. Da durften wir uns die Ecke ja beinahe aussuchen. Also das ist ganz schlecht zum Glück für Paderborn. Beziehungsweise zum Glück für uns. Schlecht für Paderborn natürlich. Aber das geht nicht. Also die haben heute echt bei sonnigem Wetter eigentlich einen rabenschwarzen
Nachmittag erwischt. Ich meine, das werden wir in der Bundesliga nicht bekommen. Da werden wir, glaube ich, wirklich... Also, ich vermute es jetzt einfach mal, dass wenn wir wirklich aufsteigen sollten, dass wir uns wirklich mehr unten wiederfinden. Aber ich garantiere auch für nichts. Also, ich meine, wenn wir gute Transfers machen im Sommer, je nachdem, wen wir bekommen, wen wir natürlich auch behalten können, wäre natürlich auch wichtig, wenn wir nicht jetzt 10 Spieler wechseln müssten von der Startelf. Achtung, Paderborn kommt zur ersten Chance, aber Behrens ist da. Castanea, Kinzombie. Aber ich meine, ich hätte auch nicht gedacht, Achtung, oh, das könnte noch nachträglich Elfmeter geben. Nee, weil wir den da oben umgegrätscht haben, deswegen dachte ich Elfmeter. Wir können natürlich auch in der ersten Liga eine gute Rolle mitspielen. Den Schwung mitnehmen, die Euphorie vom Aufstieg, wenn denn der Aufstieg da sein sollte. Es ist immer noch sollte. Konjunktiv. Und dann halt je nachdem, wen wir behalten, wen wir noch hinzubekommen, wie viel Transferbudget wir haben, das ist halt auch eine ganz, ganz große Frage. Und ihr dürft natürlich auch gerne, habe ich letztens auch gelesen, ihr dürft natürlich auch gerne Transfervorschläge reinschreiben. Ja, also ich nehme jeden Vorschlag gerne entgegen, ich schaue mir jeden Spieler an. Das ist ja nicht schwer, aber ob ich ihn dann verpflichte, ist dann die andere Sache. Also ich kann nicht 100% garantieren, dass ich den Spieler, den ihr mir dann auch vorschlagt, den auch hole. Ist ja auch logisch. Ne? Also ich meine, ich habe jetzt hier nicht 100 Millionen Euro zur Verfügung, wie manch anderer Verein. Ich muss natürlich auch schauen, wo ich mit meinem Geld bleibe. Aber natürlich hat Qualität auch seinen Preis, gar keine Frage. Und wenn ich die Klasse halten will nächstes Jahr, wenn ich in der Bundesliga sein sollte, dann brauchen wir das natürlich. Ja, also von daher seid nicht enttäuscht, wenn ich euren Spieler nicht hole, ist aber nachvollziehbar, glaube ich, für die meisten. Außer es kommt wieder irgendeiner und sagt, ich lasse die Vereinslegende nicht spielen und will mich deabonnieren und hast du nicht gesehen. Dann bleibt am besten gleich weg. Weil dann macht es auch gar keinen Sinn. So, und da es auch überhaupt keinen Sinn macht, ist hier ein Gegentor zu kriegen. Paderborn kommt aber. Aber es ist jetzt okay. Eine Viertelstunde vor Spielschluss, 4-0 bei dem Ergebnis. Dann machen wir jetzt auch ein bisschen weniger. Ich stelle jetzt auch von offensiv auf Standard. Und dann gucken wir mal, was die Paderborner noch zeigen. Ob sie vielleicht doch noch irgendwie wenigstens zum Ehrentor kommen, weil 0-4, das ist schon eine heftige Klatsche. Erstens mal im Derby, zweitens so spät in der Saison zu einer entscheidenden Phase. Also das würde mich erst recht auch sauer machen und wütend. Aber gut für uns. Was haben wir die letzten Spiele nicht auch rumgekrepelt? 1-1 in Karlsruhe, Hertha 0-0, auch ein langweiliges Spiel. Heute mal wieder ein Feuerwerk. Das berühmte Ketchup-Flaschensystem. Erst kommt nix und dann kommt alles auf einmal. Dann, da will er vielleicht nochmal. Schöner Ball sieht er oben Fröhling. Er sieht ihn, aber Fröhling. Gut, war auch im Abseits. Dann können wir nochmal wechseln. Komm, 9 Minuten. Muss jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt sein, aber wir wechseln jetzt nochmal. Wir bringen hier Amenido rein. Rogov, den können wir auch mal wieder reinbringen. Das ist auch ein bisschen mehr Spielzeit. So Leute müssen halt auch einfach mehr Spielzeit kriegen. Namdi Collins zum Beispiel auch. Der wird eigentlich auch richtig gut. Den müssen wir auch viel öfter spielen lassen. Den haben wir ja aber geliehen für 2 Jahre. Also der bleibt auf jeden Fall auch noch nächste Saison. Da ist halt dann die Überlegung, ob wir ihn zum Stammspieler aufbauen. Dafür dann entweder Partov oder Kulis, ja, wenn vernünftige Angebote reinkommen, verkaufen oder auf die Bank setzen. Aber das sind so Gedankenspiele, die haben jetzt hier überhaupt gar keinen Platz. Aber nur schon mal so zum Nachdenken, zur Anregung. Und die Hamburger, die lagen hinten zwischenzeitlich. Jetzt gleichen sie aus, habe ich gar nicht mitbekommen. 2-2. Also die Hertha, wenn die jetzt noch ein Tor macht, dann kriegt die auch irgendwie einen Kasten Bier von uns geschenkt und geschickt. Das wäre geisteskrank, wenn wir noch den direkten Aufstieg irgendwie hinbekommen sollten. Ich bin gespannt, wie die nächsten Spiele verlaufen. Aber Platz 3 sollten wir jetzt unter den Umständen auf jeden Fall sicher haben. Also da müssen wir jetzt noch 2 Spiele verlieren. Düsseldorf müsste beide Spiele gewinnen. Was natürlich möglich ist, ne? Aber der Druck ist jetzt bei Düsseldorf, nicht mehr bei uns. Wir genießen jetzt einfach nur und hoffen, dass wir Platz 3 verteidigt bekommen und eventuell geht ja noch was in Richtung Platz 2, direkter Aufstieg zusammen mit dem 1. FC Köln. Wer hätte das denn gedacht? Also, dass die Kölner aufsteigen, klar, das habe ich schon vermutet, aber dass wir dann auf Platz 2 stehen. Also hätte ich darauf gewettet, wäre ich jetzt reich. So, die letzte Aktion. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Nochmal hier gedreht wie ein Weltmeister und dann schießen wir den Ball ins Aus. Denn das ist erstens der Derby-Sieg und zweitens die Festigung für Platz 3.
Und unter den Umständen, wie gesagt, sollte das mindestens mal für den Relegationsplatz reichen. Vielleicht sogar mehr, aber dafür müsste der HSV nochmal irgendwo stolpern. Aber nichts ist hier unmöglich in der Karriere. Und es ist beim 2-2 geblieben. Das ist ein gutes Zeichen für uns, denn jetzt haben wir nur noch einen Punkt Rückstand auf den HSV. Genau, Magdeburg und dann müsste es eigentlich noch Darmstadt sein. Auswärts. Wir spulen jetzt erstmal vor. Ihr seht, hier kommen schon die ersten Angebote rein für nächstes Jahr. Morten Behren zum Beispiel, unser Keeper. Wenn da jetzt zum Beispiel ein gutes Angebot reinkommt, ich brauche natürlich erstmal einen Ersatzkeeper. Das ist immer die Voraussetzung. Ich brauche immer einen Ersatzkeeper. Hier leider, ihr seht, Jorrit Hendricks wird leider ablösefrei wechseln zu Metz und auch Mikkel Kirkeskov wird wechseln. Die sind halt leider ablösefrei. Die wollten im Winter ihre Verträge nicht verlängern. Ich habe sie nicht verkauft bekommen. Jetzt muss ich leider in den sauren Apfel beißen. Aber da ist ja zum Beispiel Rogov, ein Nachfolger für Hendricks und Linksverteidiger. Da bin ich ja eh schon auf der Suche. Also ihr seht, es wird sich wieder ein bisschen was tun im Kader. Morten Behrens würde ich jetzt auch erstmal ablehnen. Ja, das muss ich in Ruhe machen. Das kann ich jetzt nicht hier so auf Hauruck. Fridjonsson, ja, danke, du bist ein Vorbild, perfekt. Wird auch nochmal wichtig. So, jetzt der bange Blick auf die Tabelle. Wir spulen jetzt erstmal vor. Und vielleicht ist es sogar schon rechnerisch ja, entschieden, wenn die Düsseldorfer schon gespielt haben. Behrens von der Hertha jetzt ein erhaltenes Angebot. Klar, das weckt Begehrlichkeiten hier. Jetzt ist es also offiziell. Jorrit Hendricks verletzt uns ablösefrei. Das ist natürlich bitter. Das ist ein Deal. Das verdiene ich auch zurecht. Ja, ich habe den Vertrag nicht verlängert bekommen und ich habe ihn leider im Winter nicht verkauft bekommen. Und das ist jetzt das Resultat. Der hat einen Marktwert von 2 Millionen. Das sind 2 Millionen weniger, die uns jetzt im Sommer fehlen werden. Das ist ganz, ganz, ja, ich sag's auf Deutsch, große Scheiße. Aber gut. Heißt für mich, rechtzeitig zu gucken, nächstes Mal, wer noch Vertrag hat und wer nicht. Also verlässt uns leider vielleicht sogar als Aufstiegskapitän, wer weiß es schon. Ich guck mal, was die Hertha gerade hier bietet. Die bieten weniger als Hannover, das lehne ich sofort ab. Also Morten Behrens, ich glaube so 1,4, 1,5 Millionen können wir da schon für verlangen. Wir spulen jetzt nochmal vor. Nächstes Spiel heute, Heimspiel gegen Magdeburg. Letztes Heimspiel. Vielleicht steht ja sogar dann Platz 3 fest. Wir gucken erstmal in die Analyse. Magdeburg die letzten 5 Spiele nicht so überragend. Nur ein Sieg aus den letzten 5 Spielen. 3 Spiele hintereinander verloren. Heißt aber nichts. Das heißt hier nichts in der Karriere. Ihr seht, wenn wir es schon schaffen, Dritter zu werden. Und wir sind noch nicht sicher Dritter. Wir können aber noch Zweiter werden. Wir gucken mal, gegen wen die anderen noch spielen. Hamburg spielt in Düsseldorf. Die nehmen sich jetzt die Punkte gegenseitig. Wie geil ist das denn? Also wir gehen auf jeden Fall als Sieger hervor. Wir haben entweder den 3. Platz sicher am Ende dieses Parts, des nächsten Parts, oder wir sind Zweiter und haben die Chance, den am letzten Spieltag selber zu verteidigen. Das ist natürlich ganz, ganz großes Kino, dass Düsseldorf und Hamburg jetzt noch gegeneinander spielen. Und dann spielt Hamburg noch gegen Fürth, Düsseldorf spielt bei der Hertha und wir spielen in Darmstadt. Also, was wollt ihr mehr? Wenn ihr das verpasst, seid ihr selber schuld. Das ist das spannendste Saisonfinale, glaube ich, was ich je hatte. Unten ist da schon was entschieden. Da ist, ja, der SSV Ulm schon abgestiegen. Die kommen nur noch maximal auf 29 Punkte. Die gehen also direkt wieder runter. Regensburg, Braunschweig und Elversberg. Die machen es unter sich aus. Magdeburg ist, ja, die sind gerettet. Die haben ein gutes Torverhältnis. Also, es wird jetzt ganz, ganz spannend. Wir können Platz 3 sichern. Wir können auf Platz 2 springen. Wir können sogar noch auf Platz 4 springen. Oder fallen. Keine Ahnung. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir sehen uns wieder im nächsten Spiel. Letztes Heimspiel gegen Magdeburg. Macht's gut. Ciao, ciao.